Wir fragen mal nach den Idolen. Just how many of these gods are there? From what I've heard, lots of idols live around here. Well, there are tons of minor gods in Greek mythology, hundreds even, depending on how you define them. Oddly, there's never any mention of the word idols in relation to them. Maybe it's like how people worshipped idols? I sort of assumed it was related to the eidolon. Which is a Greek word, but I think it means ghost. An image of someone after they die. Makes sense. Me? I'm more amazed at all the big names missing. Not just Zeus and Hades, most of the Olympians seem to be gone. Makes you think about what's been lost. But also, what might still be out there. Ja, wir wissen auf jeden Fall, dass Hephaistos zumindest mal da draußen war und eventuell eine Atombombe gebaut hat. Also, das ist, by the way, so, ne, die Story von, die uns Aphrodite erzählt hat, ne? Sie sind ja da sehr, sehr vage geblieben. Es gab ja offensichtlich eine Fraktion, die erkannt hat, dass die Idols existieren und angefangen hat, ne, sie zu jagen und zu töten bzw. zu fangen. Und Hephaistos hat dann einen Deal mit den Feinden ihrer Feinde gemacht und hat sie in die neue Welt geführt, ist aber selbst dafür da geblieben. Und es wird so ein bisschen angedeutet, dass er dann eben für die Waffen gebaut hat. Und wir haben eine Abbildung eben gesehen von ihm mit einem Atompilz im Hintergrund. Meine spontane Interpretation des Ganzen war, dass die Nazis davon Wind gekriegt haben, dass die griechischen Götter existieren, ne, mit ihrem Fokus aufs Okkulte in bestimmten Kreisen. Und angefangen haben, die zu jagen. Und sie haben sich dann eben mit den Alliierten kurz geschlossen, ne, und sind so in den Wirren des Zweiten Weltkriegs in die neue Welt geflohen. Das finde ich, das klingt erstmal plausibel. Aber die Atombombe haben ja nicht die Nazis entwickelt. Ja, ne, klar, die Grundlage kommt von Einstein, aber wie wir ja letztes Jahr alle im Kino gesehen haben, wirklich, ne, das Ganze in destruktive Bahnen gelenkt, wurde innerhalb des Manhattan Projects von Oppenheimer und Co. Das waren die Amerikaner. Aber gut, wenn er natürlich tatsächlich einen Deal mit den Amis gemacht hat, um die Götter wenn er mit den Amis den Deal gemacht hat, um die Götter in die neue Welt zu holen, ja, dann hat er sich vielleicht an die Amis verkauft und dann ist er vielleicht Teil des Manhattan Projects gewesen. Okay, ja, das könnte Sinn ergeben. Seht ihr, manchmal muss man einfach laut drüber reden. Und hallo LeTV, schön, dass du reinschaust. War es nicht auch so, dass Ares den Krieg sogar angestachelt hat, weil er den ersten verpennt hat? Richtig, genau. Der war beleidigt, dass er den ersten Weltkrieg verpennt hat und hat deswegen einen zweiten angezettelt. Just for the hell of it. Just Ares things halt. So, wie sieht's mit anderen Göttern aus? Haben wir da noch was? You think there might be other gods out there? There are all those gods the idols say wandered off. We don't know they're dead for sure, right? They could be living it up in Australia. Who would... Then there are all the other mythologies, hundreds of cultures, each with their own pantheon. So what's so special about the Greeks? That only their gods are real. All those other pantheons could be living in secrecy, just like the idols. And that means they're hidden from each other, too. Oh, they could be everywhere and no one would know. It's like a whole other secret side to the world. Yeah, that's cool, right? I hope I get to meet Ganesha one day. Or maybe Lakshmi? Oh. Ach, Freddy, ich weiß nicht, ob du die treffen willst. Gerade die indischen Götter. Boah. Also, mal ganz davon ab, ne, dass die alle irgendwie viele Arme haben, was mich jetzt nicht so stört. Die sind auch alle irgendwie nicht ganz sauber. Aber genug von Mythologie. I wonder how much of those stories are true.
Yeah, it's hard to say. I'm giving you the quick version. There are reams of textbooks out there covering all this, but even they rarely agree with each other. Really? Nothing definitive? Ancient Greece was 3,000 years ago, Grace. Not much information survived all that time, if it was even valid to begin with. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Okay, that's enough questions for now. You sure? I can talk all day. You know I can. I'll check back with you soon, Freddy. Time for more mystery solving. Okay, das verschwindet dann. Interesting. JP hat oben angedeutet, dass es möglicherweise Trigger für den Tageswechsel gibt. Wir werden das riskieren. Und wir gehen jetzt die Quatschdinger mal ab und gucken. Wir haben sie, glaube ich, das letzte Mal ignoriert. Das ist da. Ärgere ich mich fast ein bisschen drum. Aber wir versuchen das jetzt mal. Nee, erst Persephone. Ich habe mehr Bock auf Persephone gerade. As I recall, Grace, when I said stay or leave, you chose to leave. If it wasn't clear, I don't give second chances. Or did you have some other reason for darkening my doorstep? Es ist nicht unser Platz, uns für Alpollo. Ich will immer Alpollo sagen. Ich bin so ein Pokémon-Nerd, Leute. Scheiß auf griechische Götter, ne? Aber wenn es ein Pokémon gibt, das so heißt, den Namen kriege ich hin. Es ist nicht unser Platz, uns für den Herrn Sonnengott zu entschuldigen. Der ist erwachsen, der kann das selber tun. Eigentlich wollten wir sie sehen. I wanted to see you again. Make sure there were no hard feelings. Oh, so it's a social visit then. Oh, let me be clear. There are no hard feelings. There are no feelings at all. You came, you got what you wanted, you left. Wherever you need to go next, I'm sure Apollo can take you. Aber du brauchst mich. You haven't considered that maybe you need me for your plans? What would you know of my plans? Just that you have them. And if you need anything, it's allies. Allies like me. Ever persistent. You remind me of her a little. Da war das nicht übersetzt. Calliope? It's an interesting offer, Grace. I'll consider it. Truly. Again. Okay, na gut. Aber das war ja klar, nachdem wir mit Locke da rausmarschiert sind. Mal gucken, ob das Orakel von Delphin vielleicht was aufgetan hat. Hello again. I can't remember the last time I had guests so frequently. I did tell you we could discuss your memories and the Eidolon more in depth after the party. Did you have any questions, or? Werde ich mich anders fühlen, wenn ich mich verändere? When all these memories start to return, will I feel different? Well, let's see. It starts as dreams you'll have of places you've never been, people you've never met, fleeting images, feelings. Then they'll appear while you're awake. You'll be eating breakfast and suddenly recall when you last ate something similar in the 17th century. The only difficult part is that eventually it can be hard to differentiate between your life and all those other lives. They blend together. It does sound confusing. A little, yeah. And not all the memories will be good ones. It can take time to process. Werde ich mich noch an mein eigenes Leben erinnern? Hey, Frage hat er gerade so ein bisschen beantwortet, ne? Es kann schwierig sein, es zu unterscheiden. You said it becomes hard to differentiate your life from the others. How hard, exactly? It'll still be me, right? Grace, would you say that who you are is at least in part due to your experiences? I guess so, sure. Well, you'll have a lot more experiences. They won't feel like someone else's either. It will feel like you did all those things. They will shape who you are now, just as they shaped Calliope and all those who came before her. The good news is, you won't get all the memories. Each time we pass on, the older memories fade.
Inwiefern ist das Verblassen von Erinnerungen eine gute Sache? Naja, fragt mal jemanden, der wirklich ein eidetisches Gedächtnis hat. Und dann möglicherweise ein schlimmes Erlebnis hatte. Da will man auch nicht tauschen. Wait, how is it good that old memories start to fade? We're many thousands of years old, Grace. If all of those memories returned with perfect clarity, you'd drown in them. Yeah, but doesn't that mean you've all forgotten so much? Tell me, how much do you remember from when you were a small child? Bits and pieces, I guess. Not much. It's the same for us. The further I try to think back, the more blurry it becomes. I remember the important bits, but little else. Some of the really old memories. There's so many mortal stories that get mixed up with them, things my previous selves learned as legends. It becomes hard to tell. It takes time, Grace. You'll remember all the lives you've led, but at a pace you can handle, and nothing more. Ja, so genau, vergessen kann ein Segen sein, ne? Und deswegen ist es, also ich glaube, die Idols würden nicht funktionieren, wenn die Erinnerungen alle präsent blieben. Die würden vor allen Dingen nicht in der Lage sein, sich an die Realität anzupassen, ne? Wenn ihr jetzt überlegt, okay, die dominanten Erinnerungen, ne, oder zumindest die Erinnerungen aus dem antiken Griechenland wären zumindest gleichwertig. Du wärst ja gar nicht in der Lage, im Jetzt zu existieren. Weil du überhaupt nicht auseinanderklamüsert kriegst, ob du jetzt, keine Ahnung, auf dem Pferdewagen oder ins Taxi steigen musst. Ne? Also das, Nee, das ist schon wichtig, dass Erinnerungen Hierarchien haben. Wie oft bist du gestorben? How many times have you died? Can I ask that? Well, we call it passing on, meeting the eidolon, and it's fine. I've passed on 12 times that I can recall. So your name isn't really Apollo? Most recently it was Lucas. Everyone Lucas ever knew is gone, however, so these days I prefer Apollo again. Lucas? Seems weird to think of you as a Lucas. It was weird for him, too. Much like yourself, Lucas becoming Apollo was somewhat of a surprise. Sounds like there's a story there. Erzähl mir von Lucas. Tell me about this Lucas. How did he become you? Or is it how you became Apollo? Apollo had taken to surfing. He left the city without permission and roamed the coast looking for... Well, I'm not sure now. Whatever it was, he found it one night when a giant wave took him down. He was drowning, and I thought, this is finally it. But it wasn't. Lucas saw Apollo struggling and swam out to save him. He pulled us ashore, but it was too late. It took a long time to realize what happened. I didn't return to the city until years later. By then, everyone thought I was Apollo's chosen successor. So no trial for you, huh? It wasn't easy at first, without memories or anyone to guide me, but no, nothing like that. Interessant. Was da so ein bisschen mitschwingt, ne, ist, dass Apollo möglicherweise Frieden gesucht hat und ihn möglicherweise nur im Tod oder im nahenden Tod tatsächlich gefunden hat. Wir dürfen auch nicht vergessen, er ist auch Gott der Prophezeiung. Ja, ne, einmal erhält er die durch das Orakel von Delphi, mit dem er spricht.
Aber wir wissen nicht, wie viel er möglicherweise sieht zwischendurch. Das heißt, es kann sein, dass das, was er gesucht hat, auch vielleicht Ruhe war. Ja, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass, wenn das einfach zu eurer Existenz dazu gehört, dass die ganze Zeit im Hinterkopf so leise irgendwie eine Input kommt, mehr oder weniger verständlich. Möglicherweise willst du irgendwann einmal, ausnahmsweise, wenigstens für 5 Minuten, dass die Stimmen die Klappe halten. Was wäre passiert, wenn Lukas nicht da gewesen wäre? Ach, seht ihr mal, was ich noch spannend fand, ist, dass er während seiner Erzählung variiert hat, ne, zwischen von Apollo in der dritten Person sprechen, von Apollo als er selbst sprechen, und am Ende hat er gesagt uns, also sich selbst und Apollo quasi als Einheit gemeint, auch wenn Apollo zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht in seinem Körper war. Also es ist so ein Detail, aber es zeigt mir, wie verwirrend diese ganze Geschichte ist. Weil er selber nicht mehr weiß, wo er aufhört und wo er anfängt und wer eigentlich wer ist, ne? Es ist so eine Kleinigkeit. Aber er weiß selber nicht, wie er davon sprechen soll. Weil er selber nicht so richtig weiß, wie er darüber fühlt und wie er das wahrnimmt. Was wäre passiert, wenn Lucas nicht da gewesen wäre? Wait, what would have happened if Lucas hadn't tried to rescue you? What if no one was there when you... When I died, then the eidolon of Apollo's line would have ended forever, I think. You think? There have been stories about eidolons that survive for a time and go wandering. That's probably all they are, though. Stories. It's not something we've had much opportunity to study, but normally death without passing on is how an idol really dies. Forever. Was ist dann alles für den Moment? It's a lot to consider. Assuming I'll even have time to worry about it, what with the trial coming. Hopefully this eases whatever concerns you might have had. Anything else you'd like to discuss while you're here? Erzähl mir mehr von Calliope. Tell me more about Calliope. You and her were good friends, right? For centuries, we were far more. I was the god of the arts, and the muses were my constant companions. We went everywhere together. They had many names, but the 3 most common were Clio, Thalia, and Calliope. The sisters of beauty, I called them, though they weren't always women. I never thought of that. Do idols change gender a lot? Most of us seek out inheritors who are like us, I suppose, but not all. Calliope, in fact, was a man in our previous incarnation. Christoph, I think his name was. A poet Calliope adored. I was surprised when she made him a muse. Das ist spannend, da habe ich bisher auch noch nicht drüber nachgedacht, aber ja, natürlich, ne? Ich glaube, wir haben es im letzten Stream kurz erwähnt, dass das Gender Swap eine Rolle spielen könnte. Weiß nicht mehr genau wo. Aber ist auch was wir im Hinterkopf behalten sollten, ne? Wenn wir es eventuell mit weiteren Inkarnationen zu tun haben. Wie war Calliope nach Christoph? Who did Calliope become after that poet, Christoph? You have to realize we're already into the period where Calliope and I weren't really speaking. She showed up one day in her new form, the one you met. An opera singer whose name she never revealed. We fought, as I recall. I told her she couldn't pass on every time she met an artist she fell in love with. Eventually she'd forget everything about who we were and where we came from. She said she'd rather forget than wallow in old memories like I or the other idols were doing. It was time to wake up and make the best of our situation. Calliope was an idealist without compromise. Always. She hated what we'd become.
what I'd become. She wasn't wrong. Das erhärtet meinen Verdacht bezüglich Athene. Calliopes und Athenes Ideale sind komplett gegensätzlich. Ne? Calliope drängt die ganze Zeit auf Veränderung, auf Anpassung, Fortschritt, Loslassen, ne? Von alten Dingen. Und Athene ist full-on Traditionalistin. Wenn es nach ihr geht, läuft alles wie vor 3000 Jahren. Wie sagt, wenn ich mich recht entsinne, ist Hermes auch nicht binär. Du meinst in den Sagen oder hier im Spiel? Weil hier im Spiel wirkte er sehr männlich auf mich, aber das ist auch nur, wie ich ihn gelesen habe. Wir haben uns jetzt nicht näher drüber unterhalten. Habt ihr euch oft gestritten, Calliope und du? From how you describe it, you and Calliope fought a lot. As often as we saw each other, which became less and less as time wore on. However, she fought with everyone. Calliope hated the idols being kept secret. She and Athena would get into screaming matches over the rules, and it got so I could no longer protect her. She moved out of Olympus years ago and kept to herself. I just assumed she was wrapped up with some new artist when I got the news. Do you regret not making up with her? Every day I think about our last conversation and what I should have said or done differently. The problem with immortality is that you think you have all the time in the world. Aktuelle Person, die das Eidolon von Hermes hat, war nicht binär. Ich meine auch, dass die durchweg they sagen, wenn sie über Hermes sprechen. Ist mir auf jeden Fall noch nicht aufgefallen. Habe ich noch mal ein Auge drauf, JP. Möchte ich jetzt nicht ausschließen, dass mir das durchgesautscht ist. Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall die Figur männlich gelesen, aber das heißt natürlich am Ende nicht viel. Gab es nicht auch gute Seiten an Calliope? It wasn't only fighting with Calliope, right? Surely there were good things too. Is that how it sounds? No. She was marvelous. A force to be reckoned with if there ever was one. In the darkest days during the war, it was her songs that gave us hope. She kept Aphrodite alive through sheer determination, I think. Calliope cared. About us, about art, about people she'd only just met. It was her greatest strength as well as her greatest weakness. I wonder why she picked me. I don't feel like I'm any of those things. You underestimate yourself, Grace. I see a lot of her in you. She chose well. Da war er jetzt schon ein bisschen cute. Was ist mit den anderen Musen passiert? Das frage ich mich die ganze Zeit. Ich meine, dass Thalia jetzt eine Buchhandlung hat, das ist uns allen klar, aber wo ist Clio? What happened to the other muses? You mentioned 2 others. Were they lost in the war? Cleo perished centuries before. The victim of an obsessed writer she'd spurned. He kept her in a cage as his personal muse. Ugh, that's pretty dark. It was. By the time we found her, she was already... Well, it's enough to say her captor didn't survive her for long. Talia, however, was lost to us on the very last day of the war. We were about to leave on the ship, but she just never showed up. Do you know what happened to her? We never found out. I worried for years, even hired people to look, but as far as I can tell, she up and vanished into smoke that day. The war had ground her down. I was upset, but not surprised. Clio designt Autos. Du meinst, die Franzosen halten sie in einer Autowerkstatt für Kleinwagen gefangen? Das ist so grausam. Oui.
Erzähl mir von den Idolen. I'd like to know a little more about the idols. I am one now, right? You are. What would you like to know? Well, what are we? Where did we come from? If an idol is a soul that moves from person to person, it must have started somewhere, right? The short answer is, we don't know. If I think far enough back, I can remember bits and pieces. I remember my first Pythian games, the day the idols split in two over Troy, the day my first son died. But before that, nothing. None of us do. I vaguely recall the very first Apollo many thousands of years ago, but was he the original? Did he appear out of the ether? I couldn't tell you. Das ist enttäuschend, aber realistisch. Garbage Explanation. Erörtern Sie, wie man Clio in einer solchen Fabrik für Kleinwagen gefangen halten und welcher Charme sie dazu brachte, sich für Blech zu verkaufen. Ich glaube, Clio hat sich auf der Flucht der Idols aus dem besetzten Europa nach den USA in einen jungen französischen Industriellen verliebt. Lange Zeit haben sie glücklich zusammen gelebt und den Krieg überdauert. Und der junge französische Industrielle hat, während Frankreich wieder aufgebaut wurde, geschickt investiert und wenige Jahre später eine Reihe von Automobilwerkstätten und Fabrikationshallen übernommen, in der er alsbald darauf anfing, berühmte französische Automodelle zu fertigen, die kommerziell relativ erfolgreich waren. Clio half ihm dabei und designte die ersten Autos gar nicht unbedingt selbst, aber inspirierte ihn dazu, seinen Autos einen gewissen eigenen Charme zu verleihen, der die Verkaufszahlen deutlich steigerte. Es sollte viele Jahre dauern, bis Clio schließlich befand, dass Autos irgendwie eben nicht mehr das sind, was was sie jetzt so ausfüllt, ne? Und wie viele KünstlerInnen wollte sie sich etwas Neuem zuwenden, sich weiterentwickeln. Und sie fragte ihren Liebsten, ob sie nicht den Geschäftsbereich wechseln wollen. Und wenn er nicht wechseln wolle, ob sie sich nicht alleine nach etwas Neuem umsehen kann, was sie machen kann. Er antwortete darauf, Renault. Und ließ sie daraufhin nicht mehr hinaus. Dankeschön. Bitteschön. Kannst du nicht wissen, wo du herkommst? Naja, gut, wir können uns auch nicht an unsere Geburt erinnern. Also es ist jetzt nicht so überraschend, ehrlich gesagt. Psst. Isn't it strange to not know where you come from? For all you know, the idols could be aliens. Interesting. The notion that there might be some other place far away where we're the norms Sadly, our memories are filled with blanks. There was a war with beings we called the Titans. A terrible conflict where half our number died, yet do I remember a single battle. The last was after Rome fell. Zeus called us together to relay the news, told us to prepare for battle. And then, in the blink of an eye, I was in the 16th century. What made us forget 1,000 years? What happened during that time? We don't know. Athena calls that period the gap.
Das könnte aber unter Umständen erklären, warum hier einige Götter fehlen, ne? Weil je nachdem, was in diesen 1000 Jahren alles so los war, naja, und am Ende muss diese Lücke ja auch jemand verursacht haben. Ich glaube nicht, dass das einfach so passiert ist, ne? Wenn alle dieselbe Erinnerungslücke haben, hat die eine Ursache. Worin auch immer die dann liegt, ne? Bis sogar zu dem Punkt, dass sie von einem der ne, Olympians, wie Freddy sie getauft hat, ne, einem der großen griechischen Götter, die ja zum Großteil hier tatsächlich nicht vertreten sind. Ne? Wir haben es ja mit der zweiten Reihe hier zu tun. Dass tatsächlich irgendjemand von denen, die sie verursacht hat, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Und möglicherweise sitzen die ja jetzt noch da oben auf dem Berg. Wer weiß das schon so genau.